Vielleicht wie so ein Fußballverein so ein bisschen. Genau, ja, so ein bisschen wie ein Fußballverein aufgebaut, dass du sagst, okay, am Anfang hast du natürlich die Masse mit den Kindern. Mhm. Da hast du dann talentierte Kinder auch dabei, denen du das alles näher bringen kannst, vor allem für wenig Geld. Und die Leute, die dann sagen, okay, sie möchten ein bisschen mehr im Hobby-Tennisbereich bleiben, haben wir dann ja die Kooperation mit dem Vater gestartet, dass die sagen, okay, es gibt verschiedene Laufbahnen, die man dort bei uns einschreiten kann, dass man nicht sagt, okay, man kommt jetzt da zu Alpha Bambini rein und sagt, ja gut, da kommen nur Talentierte, sondern nee, da können alle und wir wollen einfach den Tennissport den Leuten generell näher bringen. Oder den Kindern. Ja, Leute sind ja noch Kinder. Okay, also für Tennisbereich seid ihr, denke ich mal, top. Andere Bereiche, die ihr noch abdeckt, oder ist bei euch nur Tennis? Nee, wir haben auch noch den Athletikbereich. Ja. Da haben wir den Timo Bauer. Der macht auch gerade sein Zertifikat bei Perform Better, also seine Weiterausbildung. Und den Martin Dorn, der für uns im Athletikbereich der absolute Guru ist. Ja. Das eigentlich so gestaltet, wie wir uns das vorstellen, weil er auch sehr, sehr, ich muss sagen, im Tennisbereich sehr, sehr erfolgreicher Athletiktrainer ist. Ne? Mit der Benčić gearbeitet, mit einer Japanerin, die Top 30 war. Dann eine Russin war auch noch dabei, die war auch Top 10 zeitlang. Also der hat schon richtig Ahnung. Ja. Ja, ich habe selbst ein paar Einheiten bei ihm gehabt. Ich glaube, du kannst im Bereich Athletik und Tennis und Physiotherapie, glaube ich, jede Frage stellen. Es gibt keine Frage, wo er nicht eine Antwort hat. Das stimmt, ja. Du hast auch mit ihm gearbeitet früher als Spieler, oder? Kann das sein? Ich habe auch gearbeitet mit ihm, ja. Hast du, glaube ich, schon gesagt, aber. Mit 19 auf Mallorca war er dann sogar. Echt? Ist eingeflogen und dann haben wir richtig Gas gegeben. Okay. Richtig witzig. Okay. Ja, nicht schlecht. Gehen wir mal wieder zu dir. Also Alpha Tennis hast du jetzt. Wie schaut das für dich so aus? Deine Philosophie so ein bisschen, weil es gibt ja verschiedene Trainer, die verschiedene Herangehensweisen haben. Was ist so deine Philosophie? Also zum Beispiel jetzt ich. Okay, jetzt bin ich 23 Jahre alt, aber jetzt nehme ich mal 2-3 Jahre jünger, komme zu dir und sage, Richie, ich will Tennisprofi werden oder ich bin schon im gewissen Grad Tennisprofi, will mich verbessern. Und was ist dann deine Philosophie? Wie fängst du an? Was ist dein großes Bild von dem Spieler? Wie siehst du das Ganze? Ich meine, der Tenniszirkus ist ja relativ klein. Wahrscheinlich, wenn du 21 bist und im Tennisprofibereich unterwegs bist, kennt man den einen oder anderen, wo man sagt, okay, ich weiß schon ein bisschen, wie du spielst, aber im Endeffekt, wie wird es denn bei mir losgehen? Erst einmal würde eine Testwoche machen. Herkommen, sagen, Spiel vor, machen wir eine Testwoche und da wird erstmal nur beobachtet. Ja, da wird gar nicht viel in der Richtung gleich verbessert, sondern nur Kleinigkeiten erstmal, wo ich sehe, okay, da und da kann man eine Stellschraube ändern, aber im Endeffekt schaue ich mir nur mal meine Basics an, die mir wichtig sind als Tennisspieler. Was sind deine Basics, wo du sagst, das ist mir, also wenn das der Spieler nicht vorweisen kann oder nicht bereit ist zu verbessern, hat er für mich nicht die Chancen? Also erstmal braucht er für mich den Willen, sich zu verbessern. Ja. Dass er einfach die Leidenschaft zeigt, ich möchte mich verbessern. Das nächste ist, wie gibt er sich am Platz? Klar, er kann sagen, okay, er gibt Gas und hier und da, aber ist keine Freude dabei oder irgendwie sowas in die Richtung, sondern macht ihm das Ganze überhaupt Spaß? Will er das Ganze? Das nächste ist, wie offen ist er? Ist er stur und rennt am Tunnel da entlang, dem Lichtlein? Oder ist er offen, auch ein paar andere Türen zu öffnen und zu sagen, hey, gut, es gibt auch noch andere Wege. Das schaue ich mal ganz oft. Und wenn man tennisspezifisch schaut, die Qualität der Schläge und die Qualität der Beinarbeit ist mir extrem wichtig. Okay. Ja. Also das ist das. Aber krass, dass du die ersten Sachen genannt hast, die hatten nichts mit Tennis zu tun. Die ersten 3 Sachen, die du gesagt hast, hatten nichts mit Tennis zu tun. Natürlich, aber als nichts mit Tennisschlägen oder mit der Technik oder mit der Ausführung, weißt, sondern eigentlich nur mit dem,
wie er mental beieinander ist. Ja, weil im Endeffekt ohne Kopf funktioniert nichts. Da kannst du die besten Schläge haben, die beste Beinarbeit, aber wenn du nicht offen für Neues bist nicht offen für Entwicklung. Und wenn du nicht offen für Entwicklung bist, wirst du dich nicht verbessern. Also, warum machst du das Ganze? Und wenn du für das Ganze offen bist, dann hast du eigentlich eine gewisse Leidenschaft. Und heutzutage, wenn du nichts mit Leidenschaft machst, führt zu nichts. Ja, zwangsläufig nicht, ne? Langfristig nicht. Also kurzfristig vielleicht, aber... Kurzfristig vielleicht, weil du einfach das Pensum erhöhst, aber langfristig wird es dir eher schaden und das macht dann auch beiden Parteien keinen Spaß, würde ich behaupten. Ja. Und hast du auch vielleicht so, wenn du einen Spieler siehst, okay, alles klar, der ist jetzt bei der Probewoche dabei und dann sagt er, alles klar, jetzt, ja, Richie, wir beide verstehen uns ganz gut. Und du sagst, ja, ich gebe mein Go, weil das muss ja auch von dir kommen, so ein Go. Das kann nicht der Spieler, weil wenn ich zu dir komme und jedes Mal ja, das halbe Training schmeiß, dann sagst du auch immer, Kollege, du verarschst hier mich, erstmal meine Zeit vergeudest du, dann vergeudest du dein Geld und drittens vergeudest du die Zeit von dem Partner, der mit dir trainiert. Genau, wie schaut es dann aus, die nächsten Schritte? Also wenn du einen Spieler hast, der jetzt bei dir fix ist, wie gehst du ran? Ziehst du alle über einen Kamm? Also ein bisschen so alle, ich will jetzt keine Namen nennen, aber alle müssen die gleiche Vorhand spielen, die gleiche Rückhand spielen, den gleichen Aufschlag haben, die gleiche Technik, gleicher Spielstil. Nee, also das gibt es bei mir gar nicht. Dass sie irgendwie sagen, okay, es gibt gewisse Beinarbeitsmuster, wo ich sage, okay, die müssen funktionieren. Aber Vorhand schaue ich eigentlich nur so auf die Hauptaktionen. Wie ich vorher gesagt habe, mit wie sind die Ballkontakte. Weil wenn der eine irgendwie 17 Schleifen drin hat, aber immer einen guten Ballkontakt hat, warum sollte ich es denn ändern? Weißt du, wenn es nicht schadet, muss es nicht geändert werden. Wenn du sagst, okay, es schadet aber in der Entwicklung, dann müssen wir natürlich was ändern. Aber wenn man sagt, okay, ja, du mach mal das mit der Beinarbeit und hier und da plus die Kombination mit dem Schlag und es funktioniert. Ja, dann klar. Ja. Okay. Gut, dadurch, dass du in der Tennisszene jetzt als Trainer arbeitest, hast du sehr viele namenhafte und gute Spieler betreut oder betreust du gerade. Vielleicht nennst du da mal ein paar Namen und ja, wie du mit den Leuten arbeitest, weil du bist ja, oder vielleicht den Unterschied zwischen, keine Ahnung, du arbeitest jetzt mit einem, der einmal die Woche zu dir kommt und ein bisschen Tennis spielt, und wie arbeitest du mit einem namhaften Spieler, der, keine Ahnung, jeden Tag mindestens zweimal auf dem Platz steht und den du 20, 30, vielleicht 40 Wochen im Jahr betreust? Boah, also Viele Fragen, den Spieler, der nur einmal die Woche kommt, den habe ich nicht. Die okay, ja. gibt es bei mir nicht, dass ich sage, okay, die sind nur so, ja, ab und zu mal da. Entweder sind sie bei mir in der Academy oder halt nicht. Ja. Klar gibt es immer wieder Leute, die sagen, die kommen wochenweise in die Academy, aber das wird dann auch meistens immer so getimt, dass ich da bin oder der Co-Trainer das übernimmt, sozusagen. Also Chris. Der Chris, genau, richtig. Ja. Und mit den anderen Jungs bin ich eigentlich meistens auf der Tour unterwegs. Das ist dann natürlich ein Fulltime-Job. Ne? Da bist du dann wirklich 24/7, muss man sagen, ist man mit den Spielern eigentlich unterwegs. Da kann alles passieren. Ja. Ich betreue den Juri Rodionov, Österreicher, und den Maxi Materer, Deutscher. Die stehen beide jetzt, Maxi steht 90, Juri steht 100 in der Welt. Und da können halt dann auch Sachen passieren, wie Juri letzte Woche Lebensmittelvergiftung beim Turnier bekommen. Der braucht dann halt Hilfe und da bist du dann halt auch auf einmal halber Doktor sozusagen. Okay? Also du bist nicht mehr Tennistrainer, gell? Du bist nicht mehr Tennistrainer, sondern bist Krankenschwester und versuchst ihn halt irgendwie in irgendeiner Richtung zu retten, dass der noch performen kann. Ne? Also auf den Turnieren ist es relativ simpel. Oder simpel. Das macht das Ganze so schwierig, weil du nicht nur Tennistrainer bist, sondern eigentlich du arbeitest nur darauf hin, dass der in der Woche performen kann. Ja. Wenn der jetzt daheim Stress mit der Freundin hat, dann musst du halt irgendwie einen Weg finden, dass er das ausblenden kann und sagt, okay, die Woche schaffe ich es
mich aufs Turnier zu konzentrieren, weil du bist ja dafür zuständig, er engagiert dich ja, zu sagen, hey, du, schau, dass ich irgendwie meine Leistung bringe, ich brauche die Unterstützung, weil ich es alleine nicht packe. Ja. Ja, also du bist gar nicht Tennistrainer, also doch, du bist Tennistrainer, aber das ist einer von vielen Jobs, die du dann auf der Tour hast. Wie schauen so Trainingswochen aus? Also, du hattest bestimmt die beiden Namen, die du jetzt genannt hast. Ein österreichischer Tennisspieler, der jetzt selber Davis Cup spielt, Deutscher, der auch Davis Cup spielen, ja. Davis Cup spielt. Also wir reden von den Spielern, die Top 100 stehen. Ich meine, das ist absolute Weltklasse im Tennis. Das sind halt immer nur 100 Spieler drin. Ja. Also sind es die besten 100 der Welt zurzeit. Wie schauen so Trainingswochen da aus? Wie arbeitest du da mit denen? Weil, also ich bin jetzt ein blödes Beispiel, aber jemand, der sich das jetzt anschaut oder sich das anhört, der denkt sich, ja gut, der arbeitet mit einem Profi, aber wie sieht so eine Arbeit aus? Ich meine, du musst ihm jetzt nicht zeigen, wie eine Vorhand geht oder eine Rückhand, oder? Nee, das muss ich nicht, aber ich muss ihm zeigen oder beziehungsweise ich muss ihn spüren lassen, dass er sich spürt. Okay. Es gibt natürlich Tagesformen. Dann muss ich ihm klar machen, dass er sagt, okay, das ist, wie schaffe ich es, immer die beste Tagesform abzurufen, die aktuell heute da ist. Ja. Das ist eigentlich so die meiste Aufgabe und so sehen dann die Trainingseinheiten eigentlich aus. Also bei den Turnieren werden extrem viele Punkte gespielt. Du hast aber erst Probleme, wenn sich der Spieler nicht so wohl fühlt auf dem Tennisplatz. Mhm. Also erst einmal, wenn wir sagen, okay, wir fahren jetzt auf ein Turnier, die erste Einheit ist Bedingungen testen. Equipment, den Bedingungen anpassen. Was müsste ich machen? Okay, wir fahren zu dem und dem Turnier, das ist ein bisschen höher als wo er sonst ist, müssen wir von der Beseitung hochgehen. Müssen wir von der Beseitung runtergehen. Müssen wir schauen, dass die Platzbedingungen andere Spielweisen verlangen. Wie zum Beispiel ein bisschen den Ball höher spielen, mit mehr Spin, mit mehr Umdrehung im Ball. Oder ist es genau andersrum, dass wir sagen, wir müssen mehr in die andere Richtung gehen, flacher spielen, aggressiver, mehr nach vorne. Das sind natürlich immer so die Bedingungen, die wir als Team, würde ich behaupten, rausfinden müssen. Okay. Wie sind deine Kommunikationen zu, ich denke mal, die haben alle mindestens einen Athletiktrainer, wenn nicht sogar Manager, wenn nicht sogar jemand, der für den mentalen Bereich oder fürs Köpfchen zuständig ist. Wie sind da deine Absprachen? Ist es da so, weil früher war es ja so, der Tennistrainer entscheidet alles. Der Physio berichtet halt, was er zu richten hat. Der Spieler hat sich, wie du, Kreuzband gerissen, aber der Physio muss hinrichten, dass du am nächsten Tag wieder spielen kannst. Ja. Wie sind da die Absprachen bei dir? Sehr gut eigentlich, da wird alles komplett immer abgesprochen, also im ganzen Team. Der Physio tritt an mich ran und sagt, hey, macht es Sinn jetzt überhaupt heute 2 Stunden zu trainieren? Ja. Wenn er irgendwelche Wehwehchen hat oder in welche Belastungsmuster sollen wir heute nicht reingehen. Das wird dann natürlich befolgt und dass das ganze Team eigentlich zusammen das bewirkt, dass er fit ist zum Turniertag oder sich gut fühlt. Ja? Beide Sachen. Wir wollen das Beste körperlich aus dem Spieler rausholen und eigentlich auch menschlich. Und wenn man das Beste aus dem Spieler rausholt, dann merkt man auch, dass er am besten performt, weil er es mit Freude macht. Okay. Ja, du hast eigentlich sehr geil schon gesagt, das Menschliche bei jemandem, weil jemand ist Tennisspieler, aber der ist ja nicht ein Leben lang Tennisspieler. Genauso wie wenn er abends heimkommt zu seiner Frau oder Freundin oder wie auch immer, ist er nicht mehr Tennisspieler. Das ist etwas, was ich jetzt auch in den letzten paar Wochen oder Monaten gelernt habe, dass du nicht immer Tennisspieler bist. Du musst dann auch irgendwann mal wie jemand, der einen Job hat, der mit dem Job fertig ist, zack, macht seinen Computer aus und dann ist fertig. Finito für heute. Was ist so bei dir, also wenn man halt außerhalb vom Platz geht, was vielleicht die nicht Coach-Seite, sondern so ein bisschen die menschliche Seite bei dir ist, was ist dir so wichtig? Ja, was gibt's da? Was ist mir wichtig? Wichtig ist mir eigentlich so meine Me-Time.
Also Okay. meine Zeit für mich selber, wo ich eigentlich viel abschalte. Was die Jungs, glaube ich, mir auch manchmal übel nehmen, dass ich dann so ein bisschen abweisend bin. Das ist aber einfach nur die Zeit, wo ich sage, ich brauche einfach, ja, ich bin viel für die anderen da in meinem Beruf. Also versuche wie ich ja vorher gesagt habe, dass die ihre Performance bringen können, ist dann außerhalb vom Tennisplatz einfach die Zeit für mich selber notwendig. Die verbringe ich dann am Golfplatz oder sag, okay, Rennstrecke, Kartfahren, wie du vorher gesagt hast, bin ich da eigentlich auch nicht so schlecht. Also schlecht ist was ganz anderes. Und eigentlich auch die Zeit mit Freunden. Ja. Okay. Auch mal mit David, meinem besten Freund, dass ich einfach mit dem Zeit verbringe. Früher waren wir viel auf dem Golfplatz, jetzt hat er natürlich ein Kind, jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, jetzt bin ich halt alleine, so in der Natur, ein bisschen draußen. Okay. Zwar auch immer mit Sport, aber ich brauche immer so meinen Ausgleich weg vom Tennis. Okay. Ja, oder vielleicht eher, bevor ich zu der Frage komme, wie würdest du dich beschreiben, als jemand Emotionales oder eher rational oder wenn man dich so als Menschen außerhalb vom Tennisplatz nimmt, wie würdest du dich beschreiben? Also, wenn ich jetzt einen David zum Beispiel fragen würde, ich weiß, es ist richtig geschissen, das dann selber zu sagen, aber wenn der David sich so ein bisschen beschreiben würde, wie würde er dich denn da so beschreiben? Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wie würde er mich beschreiben? Ich würd behaupten, relativ entspannt, aber halt auch so ein bisschen explosiv wie so ein Vulkan. Okay. Und leidenschaftlich. Okay. Leidenschaftlich in gewissen Dingen. Ich meine, mit David, was ich da alles schon veranstaltet habe, von Modellflieger fliegen und Angeln und allem drum und dran, aber das mit einer krassen Leidenschaft dahinter, wo wir gedacht haben, okay, ja, das ist das kann nicht normal sein. das ist jetzt schon fast Profi-Level. Also immer alles, was wir gemacht haben, direkt auf Niveau Profi-Level. Ne? Ja. Also, das ist krass. Also Das ist krass. war alles dabei von, wie gesagt, Modellfliegen, Golfen, mit diesen Racecars fahren, dann selber auf die Rennstrecke fahren mit unseren Autos und das alles halt in einem Pensum, wo ein Tag gar nicht gereicht hat. Ich kann mich noch erinnern, ein Tag sah mal so aus, da haben wir selber irgendwie auf einmal Tennis gespielt, 2-3 Stunden wirklich trainiert, da war ich glaube ich sogar noch Spieler. Dann sind wir zum Golfen gefahren und da haben noch die anderen Jungs gesagt, okay, abends Fußball. Ja gut, waren wir noch Fußball spielen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist 21 Uhr. Eigentlich hätte ich noch Bock auf Kart fahren. Und das wollten wir alles halt an einem Tag unterbringen. Kartfahren wurde dann nichts, aber ja, dann waren wir halt an der Playstation und haben da unsere Rennen gefahren. Aber also wenn du etwas anfängst zu machen, dann machst du es gescheit. Also Ja. da gibt es keinen, entweder voll oder gar nicht. Da bin ich zu ehrgeizig. Okay. Ich bin so krass ehrgeizig, weil es gibt nichts Schlimmeres für mich, wenn jemand besser ist als ich in irgendeiner Sache. Wenn wir jetzt mal außerhalb vom Tennisplatz gehen, war da eigentlich zwischen dir und David immer so schon so ein bisschen Konkurrenz oder? Also jetzt zum Beispiel, wenn er dich im Golf besiegt, Na, ist noch nicht passiert, oder? doch, David ist ein sehr, sehr guter Golfer. Ja. Ist ein wirklich, wirklich guter Golfer. Der hat jetzt leider eigentlich aufgehört. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen hochgezogen. Weil im Endeffekt war es nicht so, dass ich dann sauer war, dass er gewonnen hat, sondern er ist dann hingekommen und wollte mich dann noch verbessern. Oder wenn ich was gut konnte, dass wir uns dann gegenseitig die ganzen Tipps gegeben haben und gesagt haben, hey, du, pass auf, so und so musst du es machen. Dass halt einfach gegenseitig wollten wir, dass der andere immer noch besser wird. Okay. Also das habe ich wirklich mit dem David geschafft, dass da keine Missgunst entsteht, sondern wirklich generell, er freut sich, wenn ich irgendwas gut gemacht habe und ich habe mich gefreut, wenn er eigentlich in irgendeiner Sache richtig gut war. Okay. Ja, bleiben wir vielleicht bisschen beim Menschlichen. Wenn du so ein bisschen wenn du jetzt den Richie mit, sag mal, 12, 13, 14 Jahren hättest vor dir und könntest ihm so sagen,
ja, was er jetzt außerhalb vom Tennisplatz, nehmen wir nicht den Tennisplatz, irgendwie wie Vorhand spielen soll oder irgendwas, sondern einfach nur außerhalb vom Tennisplatz, was du ihm so mitgeben würdest, vielleicht was du nicht richtig gemacht hast, weil aus Fehlern lernt man ja, und ja, was du ihm einfach mitgeben würdest, welche Fehler er nicht machen sollte oder was er vielleicht beachten sollte oder auf was er vielleicht ja, sehr stark Acht geben sollte. Meinem 12-jährigen Ich würde ich eigentlich eines sagen, dass er mehr Vertrauen zu sich selber haben soll. Nicht zu gutgläubig immer glauben, dass der andere Gegenüber einfach nur das Beste aus dir rausholen will, sondern einfach, eigentlich möchte jeder für sich das Beste für sich selber rausholen, die meiste Zeit. Und nicht zu gutgläubig sein. Okay. Dass du einfach sagst, okay, jeden Tipp annehmen. Menschen sind einfach so gesteuert, dass sie sagen, okay, hey, zum Beispiel was für mich gut sein kann für dich nicht gut sein. Ja? Und ich habe trotzdem zu viele Sachen, würde ich meinem 12-jährigen Ich sagen, du machst zu viele Sachen, was andere immer wollen, oder? Und nicht auf das hörst, was du eigentlich willst. Okay. Das war... Eine Sache oder gibt's noch etwas, wo du sagen, oder auch nicht 12-Jährige, auch 14, 16, 18-Jährige oder du hast ja bestimmt, ich meine, ich habe es ja auch gesehen, hier beim TC Schießgraben zum Beispiel, die kleinen Kinder schauen so zu dir hoch, ja, der Ritchie, der Profitrainer, weißt, Ja. die schauen einfach zu dir rauf und wenn du denen 2 Sachen sagen würdest, der geht nach Hause, wenn du ihm sagst, der soll 3 Purzelbäume machen, dann geht der nach Hause, macht jeden Abend 3 Purzelbäume. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Was würde ich den Kindern mitgeben? Eigentlich auch wieder. Macht das, was euch Spaß macht. Ich würde niemanden irgendwie dazu zwingen, irgendwas zu machen, weil jemand anders was gut macht. Seid treu zu euch selber. Das respektiere ich zum Beispiel bei den Doppelspielern so extrem. Weil es sind ja Tennisspieler, aber Doppelspieler sind halt immer irgendwie sowas, ja, es sind halt Doppelspieler. Ja, Tennisspieler sind für die meisten immer nur so Einzelspieler, aber sie lassen sich da nicht reinreden und sagen, okay, nur weil ich im Einzel gescheitert bin, heißt es ja nicht, dass ich nicht mehr Tennis spielen kann. Es gibt ja noch andere Wege, Tennis zu spielen. Und das ist für mich, was ich den Kindern immer sagen würde, ist, macht das, was euch Spaß macht. Habt da nicht die Angst, irgendwie zu sagen, hey, heute möchte ich mal das machen, anstatt immer nur das zu machen, was die anderen von euch verlangen. Weil im Endeffekt kommst du dann in der Sache viel schneller weiter, weil du es von dir aus machst. Egal in welcher Hinsicht. Klar gibt es immer wieder Sachen, die muss man machen. Ja, das muss man dem Kind auch näher bringen und sagen, hey, das sind Aufgaben, die sind einfach Pflicht. Aber alles außerhalb, was ich halt auch merke, es wird alles viel zu viel zur Pflicht. Wenn du verstehst, was ich meine. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Jetzt habe ich so viele Beispiele kennengelernt, wo ich sage, führen viele Wege nach Rom. Du musst nicht, du kannst. Du kannst, genau. Ja. Du musst nicht, du kannst. Ja. Und wenn du sagst, okay, hey, ich bin fitnesstechnisch, bin ich jetzt nicht der Fleißigste, aber jetzt mal ganz ehrlich, und Tennis macht mir Spaß. Und ich auf einmal 6 Stunden am Tennisplatz bin, anstatt 2 Stunden am Tennisplatz und 2 Stunden im Fitness, da hast du als Kind genauso viel Input. Ja. Weil im Endeffekt als Kind, was tust du? Laufen, springen. Ja. Du gehst ja nicht in die Kraftkammer Ja, und genau, ackerst damit 100 Kilo Deadlift oder so. Richtig, ja. Ja. Das machst du ja alles noch nicht, sondern du springst rum, du läufst und schaust einfach das, was du am besten kannst. Und was du am besten kannst, das macht dir am meisten Spaß. Ja. Arbeite daran. Ja. Vielleicht heutzutage wichtiger als früher. Früher, also bei mir war es halt, ich glaube bei dir war es noch viel extremer, weil ich bin ja so kurz davor, die Generation vor Handy, soziale Medien und so weiter. Da ist man einfach, keine Ahnung, ich bin dann von der Schule heimgekommen, habe dann ganz schnell was gegessen, bin ins Tennistraining gegangen und dann hieß es schnell heim, um nicht mehr, einfach nur zu sagen, ich habe die Hausaufgaben gemacht, habe ich gar nicht gemacht.
und dann mit den Nachbarskindern Fußball zu zocken, haben wir gedacht, wir spielen jetzt, haben wir immer ausgemacht, jeden Tag spielen wir gegen eine andere Bundesligamannschaft. Wir haben gegen keine Bundesligamannschaft gespielt, aber Ja, ich weiß auch, das ist dann halt immer irgendein Team geworden. Ne? Bei uns war es viel Baseball, Fußball, allem drum und dran. Das war dann auf einmal FC Bayern, wir waren Dortmund und dann ging es halt los. Ja? Das war relativ viel und das ist ja eigentlich auch schon, wo du sagst, da machst du ja schon viele Sachen richtig für deinen eigenen Weg. Ja. Handy und allem drum und dran ist halt heutzutage nun mal so. Ja. Aber als Elternteil kann man das sicher auch noch so steuern, dass es nicht schädlich wird, sondern eigentlich auch noch hilfreich sein kann. Ja. Ich glaube, es ist gar nicht so, also das ist meine persönliche Meinung, es ist glaube ich gar nicht so, es ist glaube ich so ganz normal jetzt heutzutage mit dem, keine Ahnung, dass man länger am Handy ist, auf sozialen Medien und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich immer wieder, so wie du das gerne machst, einfach Auszeiten nimmst und einfach mal sagst, ey, ich gehe jetzt einfach mal auf den Golfplatz oder wie auch immer, Kart fahren oder für andere Leute ist es zum Beispiel Meditieren. Ja. Für den Nächsten ist es einfach mal sich hinlegen und einfach mal ein Buch lesen, weißt? Ja. Weil nicht, dass es immer mit Sport zu tun hat. Vielleicht ist das mal ein Ansatzpunkt, dass man einfach mal sich so ein bisschen Auszeiten nimmst aus dem Ganzen. Weiß nicht, wie du das Ganze siehst. Ja, 100%. Auszeiten sind extrem wichtig. Egal, ob es Handy ist, Sport ist. Also je nachdem, Sport kann ja auch eine Auszeit sein. Ne? Für einen Büroarbeiter ist Sport eine extrem wichtige Auszeit, weil er sitzt den ganzen Tag rum, macht seine Bewegungen. Für uns ist dann aber genau das andere anders. Da müssen wir sagen, okay, hey, was ist meine Auszeit? Ja, vielleicht nochmal 1-2 Stunden zocken. Ja, das ist auch eine Auszeit. Ich meine, das ist ja nichts Verwerfliches, wenn du davor halt natürlich deinen Job erledigt hast. Genau. Interessantes Thema. Ich glaube, da kann man sehr lange drum herum reden, kann viel Input geben, vor allem. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, bei mir ist es halt so, ich mag es immer gern, mit Leuten zu reden, die halt ein bisschen älter, ein bisschen weiser als ich sind. Weißt du, weil da kann ich immer neue Sachen daraus lernen und vielleicht haben die andere Ansichtsweisen. Schauen wir mal ein bisschen nach vorn. Du bist jetzt 33 Jahre alt, trainierst schon jetzt nicht die Creme de la Creme im Tennis, aber du trainierst das Beste, was es gibt. Vielleicht nicht das allerbeste, aber das Beste, was es gibt im Tennis. Wenn wir jetzt mal vorausschauen, ein paar Jahre nach vorne, was sind deine Ziele oder so? Jeder hat ja so jährliche, also ich weiß nicht, bei mir ist es so jährliche Ziele, dann nach ein paar Jahren, was deine Ziele sind und dann so im Großen und Ganzen, wie du dir vorstellst, wie du dann mit, keine Ahnung, 50, 60, was du dann tust. Wie schaut das bei dir so aus? Oder ist es schon viel zu weit? Also mit 50, 60 hoffe ich natürlich, dass ich Golfprofi bin. Auf der Senior-Tour. Spaß beiseite. Also mein Traum generell wäre es eigentlich so ein kleines Mouratoglou zu erschaffen. Die Leute, die jetzt, würde ich mal sagen, im intensiveren Tennissport sind, kennen den Namen Mouratoglou. Der hat eine riesen Academy da Nähe Nizza aufgemacht. Und das wäre eigentlich sozusagen ein bisschen mein Traum hier, dass Spieler auf Weltklasse-Niveau hierher kommen können und trainieren können, wie sie möchten. Dass da eine Facility steht, wo man sagt, okay, das ist auch tragbar für die. Okay, oder wir können die aufnehmen und das ist kein Nachteil, dass die keine Abstriche machen müssen. Das ist so dein großes... Das ist so mein großes Ziel, ja. Das hast du... Ja gut, das ist ein großes, ja. Also, das ist nicht so einfach. Nicht so einfach, deswegen habe ich auch gesagt, Little Mouratoglou, weil so ein großes wäre für mich in Augsburg gar nicht tragbar. Also dazu ist es einfach auch die falsche Stadt oder die falsche Gegend. Da brauchst du, glaube ich, ein wärmeres Klima wie Bollettieri in Florida, Mouratoglou in Nizza, Nadal auf Mallorca. Ne? Das sind immer alles so warme Ziele oder warme Gegenden. Ich möchte einfach sagen, okay, hey, hier in Deutschland, beziehungsweise Schweiz, Österreich, Russland, whatever, die können auch hier nach Augsburg kommen zum Trainieren. Da steht eine Facility da, wo ich sage, ich kann trainieren.
Und nicht nur trainieren, sondern einfach, ich fühle mich da wohl, weil ich weiß, da bin ich aufgehoben. Ja. Und da gibt es auch alle Möglichkeiten. Ja, ich möchte alle Möglichkeiten schaffen für die Spieler auf Top-Niveau. Und außerhalb vom, also das ist ja Tennis. Das ist Tennis, ja. Das ist eigentlich beruflich und so außerhalb vom Beruflichen, was hast du da Ziele oder irgendwas, wo, nicht Ziele. Ziele ist immer so ein Ding, so man setzt sich was und arbeitet darauf hin und verbessert sich dann. Es kann ja genau sein, dass, keine Ahnung, ich mit 60 sein will, dass ich da irgendwo auf dem Land wohne, meine 3 Ziegen und 4 Kühe habe und ja, meinen Rasen mähe und meine Blumen gieße, weißt du, was ich meine? Ja. Also gar nicht produktiv bin. Außerhalb des Tennis. Auf jeden Fall viel Golf spielen. Das ist tatsächlich so, das gibt mir einfach so einen inneren Frieden. Das ist eine Leidenschaft, wo ich sage, macht mir unheimlich viel Spaß. Und dann kommt eigentlich schon ein Einklang im Familienleben zu haben. Wo ich sage, hey, es ist alles geschaffen für eine harmonische Familie. Ja, man kann sich auch mal zurückziehen, wenn es Genau, irgendwo ein bisschen mal zu viel wird, zu stressig. Ja, verständlich. Okay, ich glaube, wir haben schon ein bisschen eine Zeit geredet. Vielleicht bevor wir jetzt aufhören, habe ich den Chili auch schon gefragt. Ja? Und zwar gab es da eine Antwort, die jetzt nicht im Mainstream vertreten ist. Was ist so dein Tennisspieler, so der Beste aller Zeiten, der GOAT? Weil es gibt da eine Debatte, die, glaube ich, seit keine Ahnung wann geht. Und jetzt ist es ja eigentlich der Djokovic, weil er am meisten gewonnen hat, bla bla bla. Aber was wäre dein Spieler, der beste Spieler aller Zeiten im Tennis? Also, wie du gerade gesagt hast, Djokovic, Tennis technisch ist, glaube ich, gerade nicht zu übertreffen. Allein was die Erfolge, was er hingelegt hat, ist tennismäßig, glaube ich, der absolut Beste. Aber meiner Meinung nach gehört nicht nur Tennis zum Tennis dazu, sondern auch die Menschlichkeit. Da sind wir wieder beim Thema. Und da habe ich persönlich eine eigene Erfahrung gemacht mit Nadal, wo ich gesagt habe, wo ich mit ihm trainiert habe auf Mallorca, wo ich da selber gelebt habe, dass der für mich einfach the greatest of all time ist, wie er sich mit diesem Ganzen umgegangen ist. Der hat mich so mit Respekt behandelt und so sich auch für mein Leben interessiert und allem drum und dran, wo ich mir gedacht habe, Junge, der ist Nummer 1 der Welt und der fragt dich Sachen, was dich interessieren. Und du mit dem eigentlich auf Augenhöhe gerade ein Gespräch führst mit deinen 19 Jahren und du ganz genau weißt, der spielt in 2 Wochen US Open und ist in 1 gesetzt, weil er gerade Nummer 1 der Welt ist. Ne? Es, muss ich sagen, habe ich den Nadal sehr, sehr ins Herz geschlossen. Ja. Also wirklich mit Abstand. Ja, bei den anderen beiden hatte ich nie die Chance. Ja, den Djokovic sehe ich jetzt immer mal wieder auf den Turnieren. Kann ihn so ein bisschen beobachten, was der so macht. Sieht ganz witzig aus. Aber der Nadal ist für mich doch immer noch im Gesamtpaket the greatest. Ja. Für mich persönlich, weil wahrscheinlich auch durch die persönliche Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe. Das ist ja eine komplett individuelle Sache. Das ist ja genauso wie man jemanden attraktiv findet. Ich kann eine Person anders attraktiv einschätzen, wie du sie einschätzt. Ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss. Rafa Nadal, dein greatest of all time. Ja, Richie, danke für die Zeit. Sehr gerne, danke. Dennis. Wir sind hier bei dir in der Wohnung. Also die Couch wirklich, ich fand sie Wahnsinn. Ich glaube, ich kaufe mir die auch. Die ist richtig geil. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du die Zeit genommen hast, 1,5 Stunden fast mit mir zu reden. Deine Einblicke, mir ein bisschen Einblicke in dem zu geben, was du tagtäglich siehst. Ich hoffe, es hilft irgendjemandem weiter. Und das wäre schön. Danke nochmal. Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.